Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein Schnittmuster für einen einfachen Rock erstelle. Diese Methode kannst du für jede Puppe anwenden. Wie ich die Maße abnehme und den Rock zusammennähe, werde ich dir in diesem Video zeigen. Ich habe mich für einen schönen senffarbenen Baumwollstoff mit Federndruck entschieden. Du kannst jeden leichten Stoff für diesen Rock nehmen, zum Beispiel Viskose. Das erste Maß ist der Taillenumfang. Ich lege mir das Maßband an die Stelle, an der der Rock später sitzen soll. Das Maßband nicht zu straff ziehen, etwas locker lassen. Und bei mir sind es ungefähr 16,5 cm. Zu den 16,5 cm rechne ich noch jeweils für beide Seiten 0,5 cm Nahtzugabe hinzu, also insgesamt 1 cm. Dann bin ich bei 17,5 cm. Wenn ich das bei 17,5 belasse, endet der Bauchbund auf Anschlag. Ich könnte an dieser Stelle einen Reißverschluss einnähen. Ich möchte den Rock später aber mit einem Druckknopf schließen können, also müssen die Stoffe an dieser Stelle überlappen. Also, wenn ich 16,5 cm habe, plus 1 cm Nahtzugabe, werde ich noch jeweils 0,5 cm von beiden Seiten hinzugeben, damit ich später den Druckknopf annähen und den Rock somit schließen kann. Also habe ich insgesamt eine Länge von 18,5 cm. Das wäre dann einmal die Länge und jetzt brauche ich noch die Breite des Bauchbundes. Diesen möchte ich nicht zu schmal haben. Zuerst habe ich gedacht, 1 cm der Breite würden reichen, aber das war dann doch etwas zu schmal, da der Stoff doppelt gelegt wird und dadurch an der Breite mindestens 1 mm noch verliert. Also habe ich hier eine Breite von 1,2 cm genommen. Die 1,2 cm nehme ich doppelt, da der Stoff umgefaltet wird. Das wären dann 2,4 cm. Und noch jeweils von beiden Seiten 0,5 cm Nahtzugabe. Also habe ich eine Gesamtbreite von 3,4 cm. Ich habe es auf einem Papierstreifen zusammengefaltet, damit du sehen kannst, wie es später gebügelt wird. Hier sieht man die Breite und die Länge, die 0,5 cm Nahtzugabe und zweimal die 1,2 cm für die Mitte. Dann wird es so umgebügelt. Einmal die Nahtzugabe von beiden Seiten und dann das Ganze aufeinander geklappt und nochmal gebügelt. Das hier ist nur ein Teststreifen, hier fehlen an den Seiten noch jeweils 0,5 cm. Den Stoff lege ich doppelt, falte meinen Papierstreifen für den Bauchbund in der Mitte, lege ihn an die Bruchkante des Stoffes und schneide mit einem Rollschneider den Streifen zu. Danach bügle ich die Kanten des Bauchbundes, so wie ich es vorhin mit dem Papierstreifen gezeigt habe. Das Band habe ich in Form gebügelt und nun schaue ich mir einmal an, ob es passt. Wie ihr seht, schaut es ein bisschen zu lang aus. Wenn ich hier die Nahtzugabe umklappe, weil die muss man sich dann wegdenken, und das nochmal um die Taille lege, sieht es trotzdem noch minimal zu lang aus. Also ich werde hier noch ein kleines Stückchen wegschneiden. Von der Länge habe ich 3 mm abgeschnitten und somit ist die Gesamtlänge auf 18,2 cm geschrumpft. Das sieht nun viel besser aus. Ich habe noch genügend Platz, um einen Druckknopf anzubringen und der Rock sitzt nicht zu eng. Jetzt messe ich die Länge des Rockes aus. Hier kann jede Länge genommen werden. Ihr könnt ein Maxi machen oder knapp unter das Knie
oder über dem Knie. Ich habe mich hier für ungefähr 15 cm entschieden. Zu der Länge des Rockes muss oben noch 0,5 cm Nahtzugabe hinzugefügt werden und am Saum unten werde ich zumindest 0,7 cm hinzufügen. Hier könnte man auch noch eine Spitze annähen. Ich werde den Rock klassisch ohne viel drumherum lassen. Somit wäre bei mir eine Gesamtlänge von 16,2 cm. Bei der Breite kommt es darauf an, wie du den Rock haben möchtest. Soll er schlicht sein, leicht fallen oder eher voluminös sein? Ich nehme die Länge des Bauchbundes doppelt und füge zu der Breite jeweils für beide Enden 0,5 cm Nahtzugabe hinzu. Bei mir sind es dann aufgerundet 37,5 cm. Wenn du zum Beispiel 45 cm nimmst oder vielleicht auch 50 cm, wird der Rock viel voluminöser. Das ist mein Stoffstreifen für den Rock. Ich werde die Seiten und die untere Kante mit einem Overlockstich versäubern und anschließend den Saum 0,7 cm umbügeln und absteppen. Bis gleich! Den Rockstreifen habe ich versäubert, den Saum umgenäht und ordentlich gebügelt. Jetzt werde ich den Stoffstreifen raffen, um ihn dann an den Bauchbund annähen zu können. Den Rock habe ich mit Hilfe meiner Maschine gerafft. Wie man das macht, zeige ich in sehr vielen meiner Videos. An den Seiten klappe ich 0,5 cm nach innen um und stecke sie fest. Danach lege ich den Bauchbund mit der rechten Seite auf den Rock. Ich beginne nicht gleich vorne, sondern lasse 0,5 cm überstehen. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Dann versuche ich die Rüschen gleichmäßig zu verteilen und am Bund festzustecken. Mit einem geraden Stich nähe ich Bund und Rock zusammen. Jetzt wird der Bauchbund an der gebügelten Kante umgeklappt, die Nahtzugabe wird nach oben geklappt und festgesteckt. Genau so wird es auch auf der anderen Seite gemacht. Dann wird die Seite mit einem geraden Stich geschlossen. Die Nahtzugabe ist hier 0,5 cm. So sollte es aussehen. Die Nahtzugabe schneide ich etwas zurück und kürze auch die Ecken. Hier darf man nicht zu nah an der Naht schneiden, sonst reißt die Naht spätestens dann, wenn man die Ecken ausformt. Und hier ist schon das Stichwort. Ich wende den Bund auf die hübsche Seite und forme vorsichtig die Ecken aus. Dann klappe ich die vorher gebügelte Kante der Nahtzugabe nach innen und lege sie auf die Naht am Rock, um die unschönen Seiten darunter zu verstecken. Vor dem Absteppen mit der Maschine hefte ich den Bund mit ein paar Handstichen zusammen, bügle ihn und erst dann wird er rundherum abgesteppt.
Zu guter Letzt muss noch die Seitennaht geschlossen werden. Ich lege mir den Rock mit der rechten Seite aufeinander und stecke die Seite mit ein paar Nadeln fest. Damit der Rock noch gut an- und ausgezogen werden kann, nähe ich nur 9 cm zusammen. Mein schneller und ganz einfacher Rock ist nun fertig. Unten habe ich die Nahtzugabe zur Seite geklappt und mit ein paar Handstichen festgenäht. Zum Schluss zeige ich euch natürlich, wie der Rock an meiner Smart Doll aussieht. Er lässt sich etwas schwer anziehen, weil ich hinten anstelle von 9 cm 10 cm zusammengenäht habe. Für euch natürlich das korrigierte Maß. Mit dem kleinen Druckknopf lässt sich der Rock super verschließen und im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden, das sitzt wirklich sehr gut. Er ist jetzt nicht so voluminös, aber das lässt sich ja ganz einfach durch die Breite des Rockstreifens lösen. Die Länge ist für meinen Geschmack genau richtig. Du kannst ihn jedoch auch kürzer machen, was bestimmt auch sexy aussieht. Wenn du ihn kürzt, musst du vorher noch die Saumzugabe hinzufügen. Ich hoffe, du kannst anhand meiner Anleitung ein einfaches Rockschnittmuster für deine Puppe erstellen. Ich werde oft nach einem Video gefragt, in dem ich zeige, wie ich Schnittmuster erstelle. Ich bin keine Schneiderin, ich lerne viel durch YouTube-Videos, ich schaue, wie Schnittmuster für Menschenkleidung gemacht werden und versuche dann ein Schnittmuster für meine Puppe zu kreieren. Manchmal sitze ich mehrere Tage dran und verwerfe alles, weil es nicht so klappt, wie ich es möchte. Manchmal frage ich meine Cousine, die mir da sehr viel hilft. Ich habe keine Zauberformel für euch, anhand derer ihr einfach Schnittmuster erstellen könnt oder so. Vieles kommt durch Übung und durch Selbstweiterbildung, indem man halt, wie gesagt, YouTube-Videos anschaut oder auch fertige Schnittmuster für Menschen. Aber das, was ich kann und wo ich mir sicher bin, dass es richtig ist, gebe ich natürlich gerne an euch weiter. Jetzt aber genug gesprochen, viel Spaß beim Nachnähen. Die genauen Maße schreibe ich in die Infobox rein. Bleibt kreativ, bis zum nächsten Mal. Bye bye!